Das Gebet am Donnerstag ist aus einer Ohnmachtserfahrung entstanden. Die vielen Nachrichten von Machtmissbrauch in der Kirche und auch der Ausschluss von uns Frauen in Entscheidungen und in den Weiheämtern macht unsere Kirche unglaubwürdig. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Dank sei Gott. Im Austausch mit vielen Frauen und auch Männern habe ich gespürt, dass viele darunter leiden. Es schmerzt, diese Situation in unserer Kirche. Viele möchten etwas tun. Es ist wichtig, dass diese Situation, diese Themen benannt werden, zur Sprache kommen. Ich für mich als Benediktinerin habe gespürt, meine Aufgabe ist das Gebet. Inspiriert hat mich das Montagsgebet aus Leipzig. Da wurde vor dem Mauerfall mehrere Monate jeden Montag in der Nikolaikirche gemeinsam gebetet. Und man hat gesehen, die Mauer ist gefallen. Es gab Stimmen von Politikern, die gesagt haben, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebet. Wir haben dann im Kloster Fahr am 14. Februar 2019 zum ersten Mal dieses Gebet gesprochen. Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich und vollwertige Mitglieder der Kirche. Im Miteinander in allen Diensten und Ämtern können sie zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft geht. Und von Anfang an war klar, dass es nicht nur ein Gebet hier im Kloster Fahr sein soll, sondern dass das Gebet Kreise ziehen soll hinaus in die Welt. Ich glaube an die Kraft des Gebetes und ich bin überzeugt, dass für diesen Prozess der Erneuerung in unserer Kirche, dass es wichtig ist, dass dieser Prozess durch Gebet begleitet wird, damit die Geistkraft auch wirken kann. Das Gebet Schritt für Schritt bringt die Themen ins Wort, was Menschen in unserer Kirche bewegt, beschäftigt. So zum Beispiel der Machtmissbrauch oder auch die gleiche Würde aller Getauften, unabhängig vom Geschlecht oder von der Lebensform. Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott und zueinander. Eine glaubwürdige Kirche ist offen für Menschen, gleich welcher Herkunft, welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung. Es bringt auch ganz klar zum Ausdruck, dass es einschneidende Veränderungen braucht in unserer Kirche, um zukunftsfähig zu werden. Und immer wieder bitten wir in diesem Gebet Schritt für Schritt um Kraft und Zuversicht, um in und mit der Kirche weiterzugehen. Wir bitten um Kraft und Zuversicht. Das Gebet am Donnerstag wird vor allem in verschiedenen Gemeinden, Pfarreien, Gruppen in der Schweiz gebetet. Es gibt auch viele Gruppen in Deutschland von der Bewegung Maria 2.0, die dieses Gebet Schritt für Schritt aufnehmen und am Donnerstag beten. Mittlerweile gibt es auch in Österreich eine Kampagne von der österreichischen katholischen Frauenbewegung, die dieses Gebet fördern. Seit Pfingsten 2024
gibt es neu den Dank am Donnerstag. Nach 5 Jahren Bitten, das Gebet Schritt für Schritt ist ja ein Bittgebet, ist es Zeit zum Danken. Danken für Veränderungen, die passiert sind, die möglich geworden sind. Auch danken für mutige Schritte, die gemacht worden sind. Für vieles braucht es Mut und vieles ist noch nicht möglich. Wir vertrauen auf die Geistkraft. Wir danken dir für alle, die trotz allem in der Kirche bleiben, weil sie lieben. Für alle, die die Strukturen von innen verändern wollen. Für alle, die sich über Regeln der Kirche hinwegsetzen, wenn sie der Menschenwürde widersprechen. Danken ist eine besondere Form des Gebetes, vielleicht sogar die stärkste. Danken weitet den Raum für das, was kommt. Ich erfahre gerade auch im Gebet am Donnerstag, wie nährend, stärkend das gemeinsame Gebet ist. Und das sind immer auch Rückmeldungen von Menschen, die kommen, weil es sie stärkt. Und miteinander beten macht auch Freude. Wir gehen oftmals froh auseinander nach diesem Gebet. Also Gebet stärkt und bringt Freude.